Vergesst wie immer nicht, diesem Video ein Like zu verpassen und den Kanal zu abonnieren. Der neue Hyundai Ioniq 6 macht nicht nur am Tag eine gute Figur, nein, auch in der Nacht verändert er nochmal komplett sein Äußeres und auch sein inneres Bild. Sei es das sanfte Lichtspiel von Farben im Innenraum verbunden mit den zahlreichen Assistenzsystemen und deren Einstellung oder auch im Außenbereich durch die neuen Matrix-LED-Scheinwerfer und dessen Lichtleistung. Alles gibt den Insassen nochmal einen ganz besonderen Blick auf dieses Fahrzeug. Ich möchte herausfinden, wie sich der Ioniq 6 in der Nacht schlägt. Kann man alles erkennen? Wie sind die Fahreigenschaften und was machen die Assistenzsysteme, um eine sichere Fahrt zu garantieren? Kann man lange Autobahnfahrten gut und entspannt durchführen? Wie verhält sich der neue Hyundai auf der Landstraße? Was ist gut und was ist nicht so gut gelöst? Alles das zeige ich euch jetzt in diesem Video und wünsche euch natürlich wie immer dabei ganz viel Spaß beim Anschauen. Ein ganz besonderes Dankeschön geht natürlich nochmal an die Firma ASL Lichtblau GmbH in Potsdam und Teltow, die mir dieses Fahrzeug zur Verfügung gestellt haben. Wenn ihr Fragen habt zum Ioniq 6, dann wendet euch doch sehr gern an die kompetenten Mitarbeiter des Autohauses. Alle Links und Infos habe ich euch nochmal hier in der Videobeschreibung verlinkt. Jetzt starten wir mal die Nachtfahrt mit dem Hyundai Ioniq 6. Du siehst natürlich schon, wenn du jetzt in der Nacht unterwegs bist, dass hier auf der Armatur, gleichzeitig natürlich auch auf den beiden 12 Zoll Displays alles optimal zu erkennen ist. Du hast eine abgedunkelte Bildfläche und gerade für die Nacht ist das ein bisschen augenschonender und sieht natürlich auch immer besser aus, ist angenehmer, auch die Außenspiegel, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wirklich die Außenspiegel dir immer noch ein gutes Bild liefern. Man denkt ja meistens, die Kameras sind im Dunkeln dann doch schon nicht mehr so empfindlich. Aber hier ist ein guter Job geleistet worden. Also du kannst wirklich alles immer noch in den Monitoren erkennen. Und gleichzeitig siehst du natürlich auch anhand der Hilfsmittel, die hier verbaut sind, wie zum Beispiel dieser Linie, gelbe Linie, rote Linie. Die rote Linie ist dann dafür gedacht, dass du auf keinen Fall dann nach rechts oder links rüberziehst. Und die gelbe Linie gibt dir so ein bisschen die Orientierung, dass du dann rüberfahren kannst und genügend Abstand zum Vordermann, zum Seitenmann bzw. zum Hintermann hast. Und das ist ganz gut gelöst. Und ich weiß nicht, ob man es im Head-Up-Display eigentlich ganz gut erkennen kann. Man hat im Head-Up-Display auch noch einige zusätzliche Anzeigen, nicht nur die Geschwindigkeit, sondern du hast natürlich auch noch eine Geschwindigkeitsanzeige drin, was sozusagen direkt in der Stadt oder Landstraße bzw. auf der Autobahn erlaubt ist. Gleichzeitig gibt es im Head-Up-Display auch nochmal eine Anzeige, die dir den Totenwinkelassistenten beschreibt. Das heißt, dann erscheint ein roter Kreis, ein Halbkreis, entweder auf der rechten Seite oder auf der linken Seite. Das ist gerade für die Autobahn ganz gut. Da hast du dann den Überholvorgang relativ gut abgesichert, dass du immer siehst, ob da jemand in deinem toten Winkel ist oder halt nicht. Von den Armaturen her kann man wirklich sagen, hier unten auch noch direkt an der Klimaanlage und an den anderen Einstellungen alles mit Licht hinterlegt. Das ist im Dunkeln optimal erkennbar. Und du hast eigentlich wirklich eine gemütliche, entspannte Fahrt in der Nacht. Du musst hier nichts suchen. Jeder Schalter, der hier vorhanden ist, ist auch im Hintergrund beleuchtet. Seien es die Armaturen direkt am Lenkrad bzw. unter dem Monitor oder halt auch am Schaltwahlhebel, selbst in den Seiten und an den Spiegeln bzw. Monitoren kannst du alles mit einer guten Hintergrundbeleuchtung sehen. In der Mitte die Armaturen, die sozusagen dann deine Scheiben bedienen und noch andere Funktionen haben, sind ebenfalls mit Hintergrundbeleuchtung belegt. Und man sieht natürlich auch, dass man jetzt so in der Stadt in der Nacht gut ausgeleuchtet ist mit den Matrix-LED-Scheinwerfern, die hier jetzt neu bei Hyundai verbaut sind. Man hat sich es gewünscht und Hyundai hat es natürlich gemacht. Also Matrix-LED ist jetzt sozusagen direkt vorhanden. Was hier piept und klingelt, das ist eine weitere Funktion. Das ist nämlich die Funktion, dass dir immer im Display und auch im Head-Up-Display angezeigt wird, was für eine Geschwindigkeit du fährst. Und wenn du nicht nach der normalen Geschwindigkeit fährst, das heißt
51 bei 50 bzw. 53 km/h bei 50 km/h, die erlaubt sind, dann klingelt er dreimal Ding, Ding, Ding und weist dich darauf hin, dass du über der erlaubten Geschwindigkeit fährst. Jetzt nicht, jetzt ist er auf die 100 raufgegangen, aber wenn ich nachher mal in eine etwas geringere Geschwindigkeitszone komme, dann merkt man es und dann weiß man es auch, wenn es klingelt. Dann fährst du halt zu schnell. Gute Erinnerung, falls irgendwo Blitzer stehen oder du wirklich halt mal so ein bisschen vor dich hinträumst und deine Geschwindigkeit vergisst. Da erinnert dich der Wagen dann immer direkt daran, wie schnell du fahren darfst und wie schnell du gerade fährst. Ach, jetzt kommt da 70, ich bin 73 gefahren, das heißt, es blinkt sofort im Head-Up-Display und er weist mich darauf hin, dass ich ein bisschen zu schnell unterwegs bin. So, Landstraße an sich eigentlich eine ganz gute Geschichte. Man erkennt alles, wenn man es sehen kann. Hier direkt die Baustelle vor der Nase ist noch komplett ausgeleuchtet von den Scheinwerfern und alles andere ringsrum ebenfalls. Wir begeben uns jetzt mal einfach auf die Autobahn und schauen mal, wie er da sozusagen reagiert, wie es zu fahren ist auf der Autobahn. Auch der Totwinkelassistent ist wieder mit dabei, wenn man das hier sozusagen im Display sieht. Wenn du jetzt nach links oder nach rechts abbiegst, hast du im Display ebenfalls nochmal den Totwinkelassistenten in Form einer Kamera verbaut, dass du immer siehst, wer da vielleicht aus der Ecke kommen könnte, beziehungsweise Fahrradfahrer, wenn sie denn beleuchtet sind, frühzeitig erkennen kannst. Jetzt schauen wir uns mal die Landstraße an und das Fernlicht. Und das Fernlicht ist natürlich eine Wucht. Du siehst, rechts kannst du schauen, links kannst du schauen, geradeaus siehst du absolut gut. Ich muss jetzt wieder runtergehen vom Fernlicht, weil da sozusagen Gegenverkehr kommt. Aber das Fernlicht ist wirklich gelungen und du hast, wenn du nachts unterwegs bist, wirklich auch die Chance, auf der rechten Seite Tiere zu erkennen, auf der linken Seite Tiere zu erkennen, die wirklich am Fahrbahnrand stehen, beziehungsweise manchmal am Waldrand befindlich sind. Und das ist eine schöne Geschichte, gerade im Winter oder zu den Stoßzeiten Frühling und Herbst, wenn da wirklich Wildwechsel ist, kannst du dein Wild frühzeitig anhand dieser Ausleuchtung erkennen. Die Streifen sind beidseitig optimal ausgeleuchtet. Du siehst vorn, kannst du schauen, zwischen 30 und 40 Meter, würde ich sagen. Und jetzt geht es mal direkt auf die Autobahn. Und man sieht ja auch noch in dem Monitor, wenn du von rechts oder links überholt wirst, ein rotes Warndreieck, was dir dann ebenfalls nochmal anzeigt, dass der Überholvorgang eines anderen Fahrzeuges jetzt gerade stattfindet und du eigentlich nicht nach links oder nach rechts, je nachdem, wo du einscheren möchtest, diese Aktion dann tun solltest. Ansonsten schauen wir uns mal direkt auf der Autobahn um und sehen natürlich auch, dass du eine ideale Ausleuchtung hast. Du kannst entspannt fahren. Die Armaturen sind natürlich auch noch einstellbar in der Beleuchtung. Man kann das Ganze noch dunkler stellen, wenn man das noch tun möchte, oder auch etwas heller. Das ist wahrscheinlich für jeden immer anders von der Einstellung her. Der eine mag es mehr dunkler und der andere, der mag es dann heller. Zur Geschwindigkeitsanzeige hier in der Navigation bzw. im Navigationssystem muss ich sagen, man kann sich zu 80% auf die angegebenen Geschwindigkeiten verlassen. Leider Gottes nur zu 80%, weil wir sehen jetzt schon wieder auf dieser Autobahnstrecke, dass der Bereich eigentlich freigegeben ist. Das heißt, du kannst hier so schnell fahren, wie du möchtest, und hier steht eine große 80 im Display, was eigentlich überhaupt nicht der Realität entspricht. Und da muss noch ein bisschen was gemacht werden in puncto Navigation von Hyundai. Also ich habe es auch öfter schon mal gemerkt, wenn ich auf einer Straße gefahren bin, beziehungsweise unter einer Brücke oder irgendwo anders lang, dass der mir dann 100 angezeigt hat, aber es waren dann eigentlich nur 30 km/h erlaubt. Und das ist natürlich gefährlich, wenn du dich dann auf diese Geschwindigkeitsanzeige in der Navigation verlässt und dann irgendwann ein Blitzer stehen sollte, der hat dich natürlich und du kannst nichts machen, weil du musst ja die Straßenschilder beachten und darfst dich sozusagen nicht nur nach den Anzeigen hier in der Armatur richten. Das wollte ich nur mal gesagt haben, aber wie gesagt, zu 80% stimmen die. Wenn wir nachher in andere Geschwindigkeitsgefilde kommen, dann haut das auch wieder hin. Auf alle Fälle nur nicht auf dieser Strecke, denn wie gesagt, diese Strecke ist freigegeben und er zeigt 80. Was soll man sagen? Die Nachtfahrt mit dem Hyundai Ioniq 6 ist eine sehr entspannte Geschichte und du hast hier schönen Sitzkomfort. Du kannst wirklich
nächtelang durchfahren, auch wenn das Display hier so ein bisschen abgedunkelt ist. Bei mir ist es ein bisschen heller am Auto, weil ich aufgrund von Lichtschwäche von den Kameras hier mal ein bisschen Licht machen musste, damit ihr noch was erkennen könnt an den Armaturen und natürlich auch hier im Fahrzeug. Normalerweise ist es richtig dunkel, aber wie gesagt, ich habe jetzt mal ein bisschen mehr Licht angemacht, damit man das ordentlich erkennen kann und damit die Kameras nicht allzu doll rauschen. Also vom Test her, hier in der Nachtfahrt würde ich sagen, Hyundai Ioniq 6, guter Job, gefällt mir richtig gut. Was soll man meckern? Eigentlich kann man bei diesem Licht und bei den Umständen wirklich relativ wenig meckern. Mir gefällt der Test bestanden.